Die Aktien von ASML und LVMH müssen starke Kursverluste aufgrund der schlechten Quartalszahlen hinnehmen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute die Gründe an für den akuten Kursrutsch sowohl bei ASML als auch bei LVMH und wollen so ein bisschen einen Blick darauf werfen, ob das alles gerechtfertigt ist, ob das vielleicht sogar eine Chance ist für jeden langfristig orientierten Anleger. Also ob es vielleicht ja auch sinnvoll ist, mal eine erste Position zu öffnen. Und als erstes schauen wir uns jetzt die Ergebnisse im Q3 2024 von ASML an. Ja, ASML ist hier wirklich sage und schreibe 16% an Kurs nach unten gestürzt, nachdem jetzt hier diese Quartalsergebnisse einen Tag zu früh publiziert wurden. Und an sich war das Quartalsergebnis jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wie so häufig an der Börse spielt eben dann doch ja der Ausblick die größere Rolle. Ja, was hat man denn überhaupt reported? Also an sich die wichtigsten Punkte aus dem Earnings Report sind neben wirklich starken Net Sales mit 7,5 Billionen Euro, die als einziges eigentlich gut übertroffen werden konnten. Da sind dann eben die ganzen Guidance für 2025, also die geguideten Zahlen für das nächste Jahr, wirklich enttäuschend. Schön aufgeschlüsselt, sieht man das hier im Press Release. Also an sich eigentlich akzeptables Quartal, aber der Ausblick enttäuscht jetzt eben hier. Wir haben jetzt hier im 2025 einen Ausblick von den Net Sales, die zwischen 30 Billionen und 35 Billionen Euro liegen sollen. Und da hat man dann doch die Erwartungen relativ deutlich unterboten. Das liegt nämlich eindeutig in der unteren Spanne des Ausblicks. Da hatte man sogar bis zu 38 Billionen geguidet. Und ja, bei den Net Sales, das ist wirklich ein positiver Punkt. Also da konnten die Schätzungen übertroffen werden. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Aber auch die Net Bookings, da sieht es sehr, sehr schlecht aus. Also die Net Bookings lagen hier nur bei 2,6 statt den erwarteten 5,6. Also auch hier ein wirklich sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Und die Net Bookings, das ist dann natürlich dann auch wieder wichtig. Ja, für das nächste Geschäftsjahr. Und die sind dann eben doch deutlich unter der Erwartung gelegen. Und man sagt jetzt hier auch grundsätzlich, also der CEO sagt dazu auch, dass sie anscheinend jetzt die Erholung am Markt auch einfach ein bisschen langsamer sich zeigt und das einfach deutlich träger ist, als man eigentlich erwartet hatte. Und das ist dann eigentlich auch so der Hauptgrund. 2025 scheint jetzt einfach wirklich deutlich schwieriger zu werden, wie es noch am Anfang man sich gedacht hatte. Und ja, das ist an sich jetzt schon mal eher schlecht. Noch dazu kommt jetzt, dass der China Revenue also im 2025er Geschäftsjahr nur noch bei 20% liegen soll. Also in der Juni-Präsentation hat man noch gesagt, 49% der Umsätze liegt in China und jetzt soll im 2025 der Umsatz nur noch bei 20% liegen. An sich ist es jetzt nicht eine große Überraschung, aber es ist dann doch also von einem Jahr aufs nächste schon wirklich extrem starker Einbruch und da leidet man eben auch aufgrund dieser ganzen regulatorischen Gegebenheiten doch sehr stark. Also das hat alles schon sehr, sehr stark auf den Kurs jetzt gedrückt. Daneben hat man jetzt hier nochmal die gleiche Dividende angekündigt und man hat aber in dem dritten Quartal jetzt keine Aktien zurückgekauft, warum auch immer. Ich finde jetzt nicht, dass die Aktie im Moment überbewertet ist, also warum man da nicht einfach ein paar Aktien zurückkauft, das erschließt sich mir nicht ganz, aber wird sicher seine Gründe haben. Also das sind so die Hauptfaktoren, die jetzt auch zu dem Kursrückgang geführt haben. Wir sehen jetzt hier nochmal die Net Systems Sales, also aufgeschlüsselt auf Technologie, End-Use und die Regionen. Und hier sehen wir, dass eben schon wirklich hier eine große Rolle China spielt mit 47% und dass es dann eben nur noch bei 20% liegen soll und eben diese ganzen Net Bookings bzw. Net Sales fürs nächste Jahr doch so niedrig sind, ist natürlich dann schon eine Red Flag. Genau. Das ist jetzt hier an sich ja nochmal schön aufgezeigt, dass der Capital Return und die Dividende, die sich hier zusammensetzt und hier der Ausblick
Also Ausblick schwach, Quartalszahlen an sich akzeptabel und wir schauen uns jetzt den Kurs an und ja, bewerten so ein bisschen, ob sich da jetzt ein Einstieg lohnt. Bevor wir das machen, würde ich mich wirklich freuen, wenn dir das Video gefällt und ja, generell so mein Kanal, dann lass doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und jetzt schauen wir uns den Kurs von ASML an. Also wir sind gestern 15,64% nach unten gestürzt und befinden uns jetzt auch schon ein gutes Stück hier unterm Allzeithoch. Das hatten wir bei über 1000 Euro. Jetzt sind wir nur noch bei 668 Euro. Also wir sind hier über 30% jetzt schon am Korrigieren. Ja, also an sich, das ist jetzt hier die letzte Bewegung, diese Wochenkerze bzw. Tageskerze, Wochenkerze mit minus 13,31%, wirklich sehr stark. An sich ist der langfristige Aufwärtstrend überhaupt noch nicht in Gefahr, das sieht alles noch in Ordnung aus. Ist jetzt auch von der Länge der Korrektur und der Tiefe der Korrektur wirklich interessant eigentlich schon für langfristig orientierte Käufe tatsächlich. Also ASML deswegen schon auf jeden Fall spannend für einen langfristigen Gedankenansatz. Wir sehen jetzt hier, die letzte Tageskerze war wirklich sehr, sehr negativ, hatten davor jetzt aber auch schon kein gutes Chartbild. Also hier das war alles eine korrektive Bewegung hier von jetzt 660 bis hoch auf diese 800. Also da war dann schon eher sogar zu erwarten, dass hier nochmal ein Kursrutsch kommt. Im Moment ist jetzt hier noch überhaupt gar kein Anzeichen irgendeiner Trendumkehr. Also wir sind hier weiterhin in diesem ja, Abwärtssog. Die wichtigste Unterstützung, die wir jetzt anlaufen können, wenn wir uns das mal auf Wochenbasis anschauen, die ist jetzt als allererstes im aktuellen Bereich, also so um die 650 Euro. Ich gehe aber da eher davon aus tatsächlich, dass wir hier nochmal tiefer kommen. Um die 600 Euro, 620 Euro, das wäre so mein Zielbereich, also alles hier in diesem grünen Bereich rund um dieses Fibonacci Retracement, also das wichtigste Fibonacci Retracement, das 61,8er, da wäre die Stabilisierung definitiv wünschenswert. Hier liegt auch sehr, sehr viel Volumen, sehen wir hier links. Also das wäre eine wirklich gute Zone, natürlich auch mit den ganzen Unterstützungen hier noch aus 2022, aber da muss dann doch noch einiges an Zeit vergehen. Also wir brauchen jetzt eben hier erstmal eine Bodenbildung. Erstes Szenario jetzt hier auf diesem Niveau, wo wir uns aktuell befinden, oder dann wirklich hier unten erst in dem grünen Bereich, also irgendwas in dieser Art, wenn ich das mal einfach mal einzeichne, wie ich mir das vorstellen könnte, wie das passiert. Also wenn wir jetzt hier schön in die grüne Zone reingehen, uns hier langsam nach oben bewegen und dann eben hier rausarbeiten können. Das wäre zum Beispiel so ein Szenario, was sehr, sehr gut wäre. Aber ob wir uns jetzt hier unten stabilisieren oder hier oben, ist erstmal irrelevant. Wir brauchen jetzt hier diese Bodenbildung und davor ist ein Einstieg nicht sinnvoll. Ich gehe eher davon aus, dass wir noch ein Stück tiefer kommen, sollten wir uns aber hier oben stabilisieren, also um die 650 ist es auch okay. Da bekomme ich dann eben auch sicherlich ein Einstiegssignal, wenn wir da in einer kurzfristigen Zeiteinheit mal ein Kaufsignal auslösen. Von dem her alles noch in Ordnung bei ASML, kein Grund hier auszusteigen aus der Aktie. Eher interessant sogar nochmal für einen langfristigen Kauf und vielleicht auch einen Nachkauf, aber erst nach einer Stabilisierung. Ja, keine Anlageberatung an der Stelle. Ich habe die Aktie nicht in meinem Depot und ihr seid immer selbst verantwortlich für eure eigenen Entscheidungen an der Börse. Aber zu meiner Meinung, also es ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen und auch wenn jetzt dieser Ausblick schon sehr, sehr schwach ist, wird es dann eben auch im Kurs direkt abgebildet. Von dem her, wenn wir noch ein bisschen runterkommen und die Stabilisierung sehen, dann würde ich die auch tatsächlich in mein langfristiges Portfolio aufnehmen. So, jetzt schauen wir weiter und das nächste Unternehmen, was wir dabei haben, ist ja A11 VMH. Auch hier sehr, sehr schwache Quartalszahlen im Jahre 2024, das Q3. Wir haben jetzt einen Umsatzrückgang tatsächlich gesehen und auch hier einen wirklich sehr, sehr starken Kursverfall bei LVMH, der jetzt eigentlich nichts Neues ist. Also wir haben ja da schon länger wirklich eher größere Probleme bei dem Unternehmen, muss man dazu sagen. Also einerseits, wie bereits erwähnt, Umsatzrückgang und vor allem hier Mode- und Lederwaren haben wirklich sehr, sehr stark enttäuscht. Also Fashion und Leather Goods sehen wir hier, dass die rückläufig waren mit minus 1%, Wein und Spirituosen minus 8%. Das Einzige, was relativ gut war, sind hier Parfüm und Kosmetik mit plus 5% und Selective Retailing. Also da gehört sowas wie Sephora dazu mit plus 6%, aber auch Uhren und Schmuck mit minus 3%. Also in dem eher schwächeres Ergebnis.
Und ja, China an sich ist eben deutlich weiter am Rückmarsch und wirklich sehr, sehr schwach. Das können wir auch hier mal schön in der Investor Presentation uns noch anschauen. An sich sehen wir, dass hier wieder schön dargestellt wird, dass der Revenue Mix geografisch schön verteilt ist. Ja, an sich schon, aber Asien spielt halt immer noch eine sehr, sehr starke Rolle. Es hat sich jetzt aber hier auch ein bisschen ja, zurückgeschraubt, eben auch aufgrund der Ergebnisse, also nur noch 29% statt 32% im letzten Jahr. An sich das einzig gute Wachstum, was man hier hat, ist Japan. Also hier Japan plus 36% hier die 9 Monate 2024, beziehungsweise jetzt eben 20% in Q3 2024. In Asien, also ohne Japan, sieht es echt schlecht aus. Also drittes Quartal 2024 minus 16%. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. United States ist flat, also 0%. Und Europa, da geht es leicht nach oben mit plus 2%. Die Gruppe insgesamt musste hier einen Umsatzrückgang von minus 3% im Quartal 2024, also im Vergleich zum 2023er Quartal verzeichnen. Also hier Umsatz ja, am Rückgang eingelegt. Und wichtigster Markt im Moment für diese ganze Story ist ja eben Asien bzw. China und hier mit minus 16% wirklich sehr, sehr schwierig. Hier sehen wir jetzt mal den Mix auf Basis der einzelnen Segmente und hier sehen wir nochmal Weine, Spirituosen, minus 7% im dritten Quartal, auch schwach und hier Fashion, Leather Goods, das war eben hier schon ein deutliches Problem mit minus 5%, da ist man nicht davon ausgegangen, dass Fashion und Leather Goods so stark rückläufig sein werden. Parfüm und Kosmetik hält sich stabil. Ja, Uhren und Schmuck weiterhin schwach und Selective Retailing mit plus 2% jetzt im Quartal. Ja, noch leicht im positiven Bereich und jetzt Year to Date, also für die 9 Monate, die jetzt abgelaufen sind, 2024, da zeigt sich eben Selective Retailing mit Sephora und die Parfüm- und Kosmetiksparte noch am stärksten. Die anderen Bereiche sind da eher schwierig unterwegs und ja, von negativen Ergebnissen geprägt. Also wir können jetzt hier sagen, Hauptgrund für die wirklich schwachen Ergebnisse sind die Zahlen aus China und dass man hier auch weiterhin ja, eher die Schwierigkeit tatsächlich sieht und man generell hier die ganzen erwarteten Zahlen untertroffen hat. Zum Ausblick ist relativ spannend. Also man hat hier schon etwas zum Ausblick gesagt und man hat aber nur gesagt, dass man ja in einem wirklich einfach in einer schwierigen Marktphase im Moment steckt und das alles sehr, sehr ja, ungewiss ist, die Zukunft, auch durch das ganze geopolitische, durch die geopolitische Umwelt. Und an sich ist man schon noch wirklich ja, selbstbewusst, dass man eben die eigenen Ziele erreichen wird, aber man hat jetzt hier einfach keine Zahlen genannt. Man hat jetzt hier einfach nur mal so ein bisschen zwei Sätze hingeschmissen und gesagt, ja, ja, es wird alles gut und wir sind weiterhin ähm, davon überzeugt, dass wir unsere Ergebnisse beibehalten. Also es scheint schon so, dass man nicht absehen kann, wie sich die Ergebnisse entwickeln werden und auch nicht auf welche Dauer. Von dem her wirklich scheinbar eine schwierige Situation, in der LVMH jetzt im Moment ist. Sieht man natürlich auch eine Bewertung, die jetzt wirklich stark zurückgegangen ist bei LVMH. Und das könnte natürlich jetzt aber auch ein Einstieg ja, sich anbieten in den Luxuskonzern. Ja, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an, bevor wir zur Charttechnik kommen von LVMH. Es gibt jetzt hier im Moment eine Aktion bei Finanzen Net Zero. Da könnt ihr bis zu 200 Euro Prämie bekommen, wenn ihr mit dem ersten angepinnten Kommentar, dem Link da drinnen, ein Konto bei Finanzen Net Zero eröffnet. Alternativ auch in der Beschreibung. Einfach ein Konto eröffnen und dann Prämie bis zu 200 Euro bekommen. Man hat jetzt auch eine sehr, sehr coole neue Funktion und zwar mit Kategorien, also Tags implementiert. Da könnt ihr jetzt einfach einzelnen Positionen, zum Beispiel einer Kategorie Dividendenwachstum oder ETFs hinzufügen und dann danach filtern und könnt euch ja, ganz einfach eine wirklich schöne Depotstruktur im eigenen Aktienbroker aufbauen. Aber jetzt schauen wir auf LVMH und ja, die aktuelle charttechnische Situation. Wir gucken uns jetzt hier mal die Indikation an, also am OTC-Markt, weil da haben wir jetzt eben schon die Bewegung drinnen, weil wir jetzt eben noch relativ früh sind und hier sehen wir, dass wir wirklich starken Kursverfall hatten.
der uns jetzt runtergeworfen hat bis auf die 644 US-Dollar und uns jetzt auch leicht unter dem letzten Tief befinden. Also wir sehen jetzt hier schon so minus 8% ungefähr Bewegung nach unten. Wenn wir uns jetzt mal den tatsächlichen Chart anschauen, also das ist jetzt hier der Euro-Chart an der Euronext, sehen wir, dass wir auf Wochenbasis uns ja hier schon ganz lange nach unten bewegen und eine wirklich lange ja, Korrekturphase einfach schon am Bauen sind, nämlich schon seit April 2023 geht es hier tendenziell nach unten. Wir sind jetzt aktuell in der wichtigsten Unterstützungszone gewesen, bevor jetzt eben diese Quartalszahlen rausgekommen sind. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie öffnen wir jetzt im Markt, öffnen wir hier unter diesem Tief, also wenn wir unter diese 582 Euro auf Tagesbasis kommen, das wäre wirklich nicht schön. Also wir sollten tunlichst vermeiden, hier irgendwie im Kurs nach drunten zu kommen. Also wenn wir hier nach unten laufen, wir werden sehr hoch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit runterlaufen, dann wäre es am besten, wir gehen hier runter, fangen jetzt hier an, direkt uns zu stabilisieren, kaufen auch vielleicht das ein oder andere Prozentteilchen wieder nach oben im Laufe des Marktes und können uns dann eben hier nochmal stabilisieren in diesem Niveau. Das wäre so das perfekte Szenario. Also jetzt wichtig, die Aktie muss sich hier fangen über diesen 581,50, damit wir hier nicht diese wichtige Zone verlieren. Sollten wir hier einen wirklich deutlichen Tagesschlusskurs unter diesem letzten Level bekommen, wäre das wirklich sehr schlecht für LVMH, weil dann müssen wir eben hier nochmal neue Tiefs antesten und müssen nochmal komplett neu eine Bodenbildung anfangen. Also umso höher wir jetzt hier den Tag eben abschließen bei LVMH, umso besser und ist jetzt auch wirklich wichtig für die langfristige Situation. Der Monatschart würde sich hier ab dem Unterschreiten von 230 Euro wirklich stark eintrüben. Von dem her im Moment ist alles noch in Ordnung und ich habe ja LVMH auch selber in meinem Portfolio, also Disclaimer, ich werde es auch definitiv weiterhalten. Im Moment sehe ich noch keinen Grund hier auszusteigen. Und ja, bin jetzt ganz gespannt auf die Bewegung heute im Laufe des Handels. Mal schauen, also wenn das Video rauskommt, dann wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon, wie die Bewegung aussieht. Also ich gehe ja davon aus, dass wir uns hier auf dem Niveau stabilisieren können. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir eben nochmal weiter unten versuchen, eine Bodenbildung zu bauen. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung aktuell zu LVMH und ASML. Also beides langfristig wirklich absolute hochqualitative, spannende Unternehmen und alles natürlich keine Anlageberatung an der Stelle. Aber definitiv jetzt mal ein guter Zeitpunkt, sich ganz genau anzuschauen, wie die Unternehmen aufgestellt sind, auch vielleicht mal eine genauere Analyse selber zu machen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, würde mich echt freuen. Gerne mal meine anderen Videos auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.